Willkommen bei Auf Hoch 2 Event. Ich berichte heute von den Dresdner Schmalfilmtagen, die 2022 im Sommer zum 23. Mal stattfinden. Die Dresdner Schmalfilmtage bieten ein farbenreiches Potpourri an Programm, 16 mm, 8 mm, digital verarbeitete Analogfilmmaterialien, Live-Events, bei denen stumme Filme von Musikern live und direkt akustisch untermalt werden. Das ist auch eins der Highlights der Veranstaltung. Und ich hatte bei der Gelegenheit auch die Möglichkeit, unter dem Programmpunkt aus einer Zeit vor VHS ein paar Super 8-Perlen zeigen zu können. Bevor ich mich jetzt gleich mit Jan Nordzek, einem der Organisatoren der Schmalfilmtage, kurz unterhalten werde, ein paar Eindrücke von dem Filmfestival. In infinite variety, the miracle of life begins, leaving a record of their coming. The existing KPI. Or would we like to move? You have to pack up and get rid of the ship. Might be hard. Might be good. Ja, hallo Jan, du bist ja Teil des Organisationsteams der Dresdner Schmalfilmtage. Wann hatten die Schmalfilmtage denn ihre Premiere? Ja, das war 1997. Ich weiß jetzt leider nicht mehr in welchem Monat. Das ging aber zurück auf das Kino Quasimodo. Also hier in diesem Haus, wo wir gerade stehen, im Keller, gab es ganz oben unterm Dach ein Kino, ein 35 mm Kino, betrieben von, ich glaube, Ehrenamtlichen, die irgendwann auf dem Flohmarkt waren. Hier in Dresden gibt es einen großen Flohmarkt an der Elbe und haben dort eine Super 8 Kamera gekauft und einen Super 8 Projektor und dachten sich, wir machen immer nur 35 mm Kino, wir müssen auch mal irgendwas für Super 8 machen, wir machen einen Super 8 Abend. In einen Abend hat das alles nicht gepasst, deswegen wurde aus dem Abend recht schnell ein ganzes Wochenende und das eben war 1997 und seitdem gibt es halt die Dresdner Schmalfilmtage und daraus wurden dann halt die Dresdner Schmalfilmtage. Und in welchem Rhythmus finden die statt? Ja, 97, wir haben jetzt die 23. Dresdner Schmalfilmtage. Wenn man nachrechnet, das kommt nicht so ganz hin mit 23 Jahren. Wir sind halt ein bisschen älter. Es ist zweimal ausgefallen. Seit 2003 ist es jährlich. Jährlich, okay, gut. Was ist denn so euer Konzept, eure Idee hinter den Schmalfilmtagen? Ja, wir möchten gerne versuchen, möglichst weltweit alle Schmalfilmschaffenden anzutreffen. Dafür haben wir ja auch gleich
3 Wettbewerbe, also 2 rein für Film. Wir haben den Found-Footage-Wettbewerb, der ist immer donnerstags, das ist unser jüngster Wettbewerb, der ist erst 5 Jahre alt. Und samstags eben den internationalen Wettbewerb. Dann haben wir noch einen dritten Wettbewerb, das ist der Live-Vertonungswettbewerb. Das ist ein etwas anderes Konzept, der ist manchmal international. Wir versuchen zum Beispiel aus der internationalen Region Künstler bzw. Musikerinnen einzuladen aus Polen, Tschechien. Das gelingt uns manchmal. Dort eben laufen 16 mm Streifen, meistens, manchmal auch 8 mm und Musiker, Musikerinnen vertonen das live vor laufendem Projektor. Das war jetzt gerade gestern. Ja, ich war zu Gast, es war großartig. Ja. Das ist schön zu hören. Und wer ist euer Publikum? Kannst du das in irgendeiner Form definieren? Ja, das sind im Prinzip Kulturinteressierte über alle Altersschichten. Vielleicht dominiert der jüngere Part, aber es ist aus allen Altersschichten eigentlich was zu finden. Off hoch 2 zeigt ja dieses Jahr als Gast ein paar Super 8 Perlen. Als Late-Night-Blog unter dem Titel Aus einer Zeit vor VHS. Ja. Habt ihr so einen Programmpunkt schon mal gehabt? Ja, gerade hier im Keller zum Beispiel hatten wir über mehrere Jahre den sogenannten Trash-Abend. Der hat auch ab und an seinen Namen geändert. Der Höhepunkt war wahrscheinlich 2017 zu den 18. Dresdner Schmalfilmtagen. Die Dresdner Schmalfilmtage wurden eben 18, also gab es ein Pornoprogramm. Das war sehr interessant, aber es war für mich auch, es hat meine Kindheit ruiniert. Es gab einen Porno, der wurde synchronisiert von einem Synchronsprecher von Alf. Das war jetzt für mich was Neues. Und kam es gut an? Es kam sehr gut an, ja. Ja, okay. Genau. Ja, bin schon am Ende vom Interview. Gibt es einen Termin für die 24. Schmalfilmtage? Den gibt's, den muss ich aber nachschauen. Das ist voraussichtlich vom 16. bis 19. März 2023. Voraussichtlich, man weiß nie, was kommt mit Corona. Wird es der Termin wirklich? Wir sind zuversichtlich, wir hoffen, dass es klappt. Ja, das hoffe ich auch. Ja, also Jan, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich wünsche euch als Organisatoren und euren Teilnehmern natürlich viel Erfolg und auch weiterhin viel Spaß. Ich erlebe das jetzt zum ersten Mal und bin wirklich beeindruckt und genieße es auch, mal wirklich so intensiv Kunst und Kultur wieder genießen zu können, gerade nach Corona. Und das in Kombination mit analogen Filmen, also besser geht's nicht. Wunderbar, das freut mich zu hören. Ja, wunderbar. Also ich denke, man kann ganz gut nachvollziehen, wie facettenreich die Schmalfilmtage daherkommen. Und ich war ja geladener Gast und durfte auch, wie gesagt, Super 8 Filme präsentieren im Rahmen meines Programmpunktes Aus einer Zeit vor VHS. Und selbstverständlich zeige ich euch jetzt auch noch ein paar Eindrücke davon. Hallo und guten Abend zum Abschlussprogramm des heutigen Tages aus einer Zeit vor VHS. Wir beginnen jetzt gleich mit unserem Gast Joachim Schmidt, den ich unter einem herzlichen Applaus nach vorne bitten darf. Und du hast, glaube ich, angefangen, nicht erst im Studium, sondern schon davor, zahlreiche Filme zu sammeln und wirst uns jetzt zahlreiche Kuriositäten daraus vorstellen auf Super 8 aus einer Zeit von vor VHS. Commerzfilm bringt eine Reihe internationaler Spielfilmhits, Filme für jeden Geschmack. Horror. Der Tod wird 9 von euch erinnern. 9 aus bereiter Familie. Aber einer wird von den Toten auferstehen. Und das schreckliche Geheimnis lüften. Ich wünsche euch viel Spaß mit Trollers Deutschland. Der fängt in Englisch an und warum auch immer, weiß ich nicht, und switcht dann auf Deutsch. No, Alcacente, por favor. Für das, was der Deutsche einen Kater nennt, also für das Resultat von allzu viel gemütlich, Kneipe, Alt und Verein, vielleicht noch einigen anderen, kennt er dann einen unfehlbaren Jungbrunnen. Das Heilbad. Daran glaubt er, und je mehr man ihn quält, umso gesünder kommt es ihm vor. Los, schnell! Nein, schieß doch! Wen? Bring dich schnell hier raus, noch ein Bein dazu! Komm her, ein Monster gehauen! Das war jetzt der Trash-Abschluss aus
fast besser. Ja, die Dresdner Schmalfilmtage. Also ich war ja jetzt zum allerersten Mal hier zu Gast und war nicht nur beeindruckt von der wunderschönen Stadt Dresden, die ich zum ersten Mal besuchen konnte, sondern eben auch von den Schmalfilmtagen, die einfach wunderbar organisiert, ein schönes, kleines, familiäres fast schon Filmfestival mit internationalem Charakter. Sehr, sehr differenziert in dem, was gezeigt wird. Ich habe mich wunderbar amüsiert. Ich hatte wirklich richtig viel Spaß und ich bin wirklich schon gespannt, was im nächsten Jahr alles so angeboten wird. Wir sehen uns nicht erst nächstes Jahr wieder, sondern ich schätze mal spätestens in 2 Wochen gibt es ein neues Video auf Off Hoch 2. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Bis in 2 Wochen.